Hoi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Judith von Hoi Handmade in the Alps. In diesem Video nähe ich mit dir die geraffte Wendemütze von Lübsters. Ich nähe sie mit der normalen Nähmaschine und verwende für das gesamte Projekt den Dreifach-Geradstich. Die Mütze sollte nur aus dehnbaren Stoffen genäht werden. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und auf die kleine Glocke klickst. So verpasst du auch kein neues Video. Los geht's! Wir benötigen folgende Schnittteile: das Vorderteil aus dem Innen- und Außenstoff, das Rückteil aus dem Innen- und Außenstoff und das Band aus dem Innen- oder Außenstoff. Weiters benötigen wir Nähzubehör wie eine Stoffschere oder ein Rollschneider, Klammern oder Nadeln, Garn in der passenden Farbe, einen Markierstift und einen Fadenknipser oder eine kleine Schere. Vergewissere dich, dass du die Knipse des Vorder- und Rückteils auf die Stoffteile übertragen hast. Vergiss die Markierung für den Schlitz auf beiden Vorderteilen nicht. Als erstes nehmen wir das Band. Wir legen es an der langen Kante rechts auf rechts und schließen es. Nachdem ich die Nahtzugabe auseinandergebügelt habe, wende ich das Band und bügle es noch einmal. Die Naht liegt dabei mittig. Bei der Innen- und Außenmütze wird jetzt jeweils ein kleiner Schlitz für das Band in das vordere Mützenteil geschnitten. Diese Schlitze sollten nicht breiter als das fertige Band sein. Ich lege nun das Rückteil auf das Vorderteil und stecke sie rechts aufeinander. Es ist richtig, dass das Vorderteil breiter als das Rückteil ist. Das mache ich jetzt beim Innen- und beim Außenstoff. Bevor ich die Rundung schließe, stecke ich noch ein Label an der Seite an. Beim Zusammennähen darf die Öffnung oben auf dem Kopf nicht mehr zusammengenäht werden. Als nächstes werden genau diese Öffnungen beim Außen- und Innenstoff geschlossen. Dazu lege ich die Seitennähte genau aufeinander und klappe die Nahtzugabe auseinander. So sehen die Mützenteile von oben geschlossen aus. Ich lege nun beide Mützen rechts auf rechts ineinander und stecke sie an den Markierungen der Vorder- und hinteren Mitte sowie an den Seitennähten aneinander. Dabei achte ich wieder darauf,
dass sich die Nähte genau treffen und die Nahtzugaben auseinandergeklappt sind. Am unteren Rand wird die Innen- und Außenmütze nun rundherum aneinander genäht. Dabei ist zu beachten, dass am Rückteil, das ist das schmälere Teil ohne Schlitz, eine Wendeöffnung bleibt. Die Wendeöffnung markiere ich mir mit Klammern in einer anderen Farbe. So, und jetzt ziehe ich die Innenmütze aus der Außenmütze und lege sie so hin, dass mich die Vorderteile anschauen. Ich nehme das Band und stecke es in den Schlitz des Außenstoffes. Dabei zeigt die Seite des Bandes mit der Naht nach unten. Ich schiebe das Band so weit in die Öffnung, bis nur noch ca. ein halber Zentimeter herausschaut. So nähe ich das Band an. Überstehenden Stoff schneide ich zurück. Nun wende ich die Mütze durch die Wendeöffnung. Ich nehme das andere Ende des Bandes, stecke es durch die Öffnung der Innenmütze und halte das Band mit den 2 Stofflagen der Innenmütze mit einer Hand fest. Mit der anderen Hand hole ich das Band mit den Stofflagen der Innenmütze aus der Wendeöffnung. Damit ich es so festnähen kann. Überstehenden Stoff schneide ich wieder zurück. Die Mütze ist jetzt fast fertig. Jetzt muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Das mache ich mit einem Matratzenstich.
Und so sieht nun die fertige, geraffte Wendemütze aus. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib ihm doch einen Daumen nach oben. Falls du noch Fragen hast, schreib diese gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, viel Denk und viel Spaß beim Selbermachen.